Freimut war ein Pseudonym, das im 18. und 19. Jahrhundert verwendet wurde, um kritische Dinge zu publizieren, also sei das jetzt Schriften oder Kompositionen. Und das hat uns inspiriert, weil wir an unsere Musik auch mit freiem Mut herangehen möchten, und das ist jetzt mit der Zeit unser Motto geworden. Das war eigentlich sehr zufällig. Marias Schwester hat zu der Zeit sehr viel gelesen, Literatur aus dem 18. Jahrhundert, und sie hat eigentlich für uns diesen spannenden Titel entdeckt. Und ja, wir haben mehrere Versionen ausprobiert, auch italienische Titel hatten wir auch schon ins Auge gefasst, aber schlussendlich wurde es dann Freimut ohne H. Ich liebe Traversflötenklang. Es ist sehr schön, es hat so einen hölzernen, warmen Klang, ist auch sehr ähnlich wie menschliche Stimme. Aber obwohl es so ein Melodie- und Sopraninstrument ist, finde ich, das hat eher für mich so einen tieferen menschlichen Stimmen eher. Und ich finde es auch so schön, dass Traversflöten so einen Klang machen kann, mit Messa di Voce, wo man das also ähnlich wie ein chinesischer Pinsel ist, der halt ganz dünn und ganz dick halt malen kann. Der Klang von der Gambe hat eine leicht nasale Farbe, die auch eine sehr große Ähnlichkeit wie menschliche Stimme hat. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so gern wie Gambe spiele, weil die Klangfarbe von einer Gambe mischt sich sehr, sehr gut mit einer Traversflöte. Also Maria und ich kommen aus Österreich und Sobin und Jinja haben einfach zwei ganz unterschiedliche Sprachen mit ins Ensemble gebracht. Zum einen Koreanisch und Jinja spricht Chinesisch, und das war halt für uns komplettes Neuland, das wir da entdecken durften, und neben der Sprache natürlich auch die Kultur, die Gepflogenheiten und das gute Essen. Das verbindet uns bestimmt, wir lieben alle asiatisches Essen. Also ich finde, das ist gerade das Lustige, ich finde, wir sind sehr unterschiedlich, auch von den Typen her, vom Charakter her, und trotzdem schaffen wir es, in der Musik eine gemeinsame Sprache zu finden. Und das, finde ich, ist wirklich das Besondere eigentlich. Das stimmt. Ja. Es gibt leider keine zeitgenössischen Stücke für diese Besetzung, so viel ich weiß. Aber ich glaube, wir werden jetzt Komponisten beauftragen, Stücke für uns zu komponieren. Und da freue ich mich drauf, welche neuen Klänge da dazu zutage treten. Ja.
glaube, wir versuchen immer durch unsere Musik Menschen auch zu verändern, gefühlsmäßig zumindest. Und wir hoffen, dass alle, die zu unserem Konzert kommen, sich nach unserem Konzert auch besser fühlen. Jing Yao hatte auch was ganz Schönes dazu gesagt, dass er denkt, dass die Leute uns ihre Zeit schenken, wenn sie ins Konzert kommen und dass wir voll die schöne Möglichkeit haben, diese Zeit zu gestalten.